Also eigentlich manifestiert ja jeder von uns immer und egal, ob wir das bewusst wissen oder nicht. Also das ist ja nichts, was einfach irgendwie dann passiert, wenn wir wissen, dass wir das können. Und darum manifestiert jeder Mensch immer. Weil alles, was wir denken und fühlen, das geht ja, also das senden wir ja energetisch aus und das kommt wieder zu uns zurück. Und das ist immer so, egal ob wir das bewusst wissen oder nicht. Unsere Gedanken und Gefühle haben beide eine Wirkung, aber die Gefühle, die haben energetisch mehr Wirkung. Also auch bei Glaubenssätzen, wenn wir in unseren Gedanken einen Glaubenssatz haben, aber unser Gefühl passt nicht dazu, unser Gefühl ist etwas anderes, dann ist das Gefühl das, was wir in unser Leben sind. Und nur wenn unsere Gedanken mit unseren Gefühlen zusammenpassen, ziehen wir auch wirklich das an, was wir dann denken. Das ist ja auch unsere Resonanz, die besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das sind unsere Gedanken, gehören da dazu und unsere Gefühle. Aber nicht nur die, die wir in unserem Tagesbewusstsein haben, sondern auch die, die in unserem Unterbewusstsein sind. Und also wenn wir in unserem Tagesbewusstsein an etwas glauben und in unserem Unterbewusstsein ist das Gegenteil drin, dann hat das immer noch eine Wirkung. Also nur weil etwas unbewusst ist, bedeutet das nicht, dass es keine Wirkung hat. Es heißt einfach, man bemerkt es nicht und dann, dann bemerkt man es halt nicht. Und wenn man das nicht bemerkt, dann kann man es ja meistens auch gar nicht verändern. Und wenn man merkt, man hat in seinem Tagesbewusstsein etwas, wo man daran glaubt und trotzdem manifestiert sich das im Leben nicht, dann kann das ja ganz verschiedene Gründe haben. Und einer ist eben der, ob wir das, was wir denken, ob wir das auch fühlen können. Und ob in unserem Unterbewusstsein, ob da was ist, was uns wie blockiert und dann eigentlich das Gegenteil ist von dem, was wir glauben in unserem Tagesbewusstsein. Und wenn wir wirklich fest an etwas glauben und es kommt trotzdem nicht in unser Leben, dann
kann das entweder damit zu tun haben, dass wir in uns noch etwas haben, was das blockiert. Und manchmal findet auch unsere Seele, dass das, was wir wollen, gar nicht zu unserem höchsten göttlichen Wohl ist. Also Menschen, die irgendwann merken, dass sie manifestieren, die haben dann ja ganz verschiedene Wünsche, wo sie denken, das wollen sie gerne in ihrem Leben manifestieren. Und manchmal wissen wir ja gar nicht, ob das, was wir uns wünschen, ob das mit unserer Seele übereinstimmt. Und wenn wir einen Wunsch haben, dann können wir uns fragen, welche Energie ist hinter diesem Wunsch und welche Gefühle sind hinter diesem Wunsch. Dass man wie mehr herausfindet, warum will ich das überhaupt? Warum wünsche ich mir das? Also um was geht es wirklich? Weil man kann ja viele seltsame Dinge manifestieren. Also manifestieren muss ja nicht immer positiv sein für jemanden. Und dass man sich darum fragt, warum will ich etwas? Was ist die Energie dahinter? Und da müssen wir uns ja auch in uns reinspüren und manchmal sind das ja auch Dinge, die zuerst im Unterbewusstsein sind. Und erst wenn wir uns fragen, warum will ich etwas, erst dann werden mir neue Dinge bewusst. Es gibt ja Wünsche, die wirklich zeigen, was wir auf tieferen Ebenen wollen. Und es gibt ganz Verschiedenes. Also es gibt Wünsche, die irgendwie man vielleicht gar nicht hat und dann ist man in dieser Gesellschaft. Und wenn man dann die Erwartungen und die Vorstellungen von der Gesellschaft übernimmt, dann hat man plötzlich irgendwie Vorstellungen, was man will und eigentlich will man das selbst gar nicht, aber man merkt das nicht mehr, weil man das so übernommen hat.